In diesem Braindump zeige ich dir, wie du mit Visual Studio Code und Plattform.io deinen Arduino-Code am ESP32 debuggen kannst. Folgendes wird benötigt: ein FT232H-Modul, welches JTAG unterstützt, ein ESP32Dev-Kit-Board, ein Breadboard, Jumperkabeln, USB-A-Verlängerung, Länge maximal 1 Meter, das Programm Zadig, um den Standard-Windows-Treiber zu ersetzen und natürlich Visual Studio Code mit installierter Plattform.io-Erweiterung, um Arduino-Code zu debuggen. Wir gehen in diesem Beitrag nicht auf die Installation von Visual Studio Code und Plattform.io ein, da dies den Rahmen sprengen würde. Es gibt bereits zahlreiche gute Tutorials dazu, auch auf Deutsch. Downloade und starte zuerst das Programm Zadig. Drücke die Windows-Taste plus Pause und öffne den Geräte-Manager. Schließe das JTAG-Modul mit dem USB-Verlängerungskabel an deinem PC an. Windows sollte dieses automatisch installieren und als USB-Serial-Port im Geräte-Manager anzeigen. Wechsle nun zur Zadig-App, wähle das Menü Options und List All Devices, wähle im Dropdown-Menü Single RS232HS aus. Wähle bei Driver im rechten Feld lib-USB-K oder WinUSB aus und klicke auf Replace Driver. Damit wird der aktuelle Windows-Treiber ersetzt. Der Vorgang kann einige Minuten in Anspruch nehmen und möglicherweise einen Neustart erfordern. Im Gerätemanager müsste nun auch lib-USB-K angezeigt werden. Nun verbinden wir die Pins des JTAG-Moduls mit dem ESP32. Dafür nutzen wir das Breadboard und Jumperkabel. Zwar könnten die beiden Module auch direkt ohne Breadboard verbunden werden, jedoch bietet die Verwendung des Breadboards mehr Flexibilität. Achte darauf, die Jumperkabel exakt wie im Bild gezeigt auf dem Breadboard zu platzieren. Achte auch auf die Orientierung und die richtige Reihe, wenn du die Module in das Breadboard steckst. Falsches Einstecken könnte beide Module beschädigen. Zum Debuggen verbinde hierzu beide Module per USB mit dem PC. Die Hardware ist soweit startklar. Jetzt können wir uns dem eigentlichen Debugging zuwenden. Öffne Visual Studio Code. Wenn Plattform.io richtig installiert wurde, müsste hier unten in der Taskleiste ein kleines Haus angezeigt werden. Falls nicht, klicke hier links auf das Plattform.io-Logo. Klicke jetzt auf das kleine Haus und erstelle ein neues ESP32 Arduino New Project. Wähle einen passenden Projektnamen. Wähle aus der Liste das richtige ESP32 Dev-Kit Board. Wir lassen das Framework auf Arduino eingestellt. Zum Erstellen des Projektes klicke auf Finish und warte ein paar Sekunden, bis das Projekt erstellt wurde. Für das Debugging müssen wir hier die Projekteinstellungen noch erweitern. Zusätzlich benötigen wir noch eine Config-Datei für unser JTAG-Modul. Erstelle wie im Video eine ft232h.cfg-Datei und füge die Config-Zeilen ein. Kurze Erklärung zu den eingefügten Zeilen. Legt die Bautrate der seriellen Kommunikation zwischen PC und ESP32 auf 115.200 Bit pro Sekunde fest. Stellt sicher, dass der Code mit Debugging-Symbolen kompiliert wird. Aktiviert maximale Debugging-Informationen und deaktiviert alle Optimierungen für präzises Debugging. Wichtig, da sonst möglicherweise gesetzte Breakpoints ignoriert werden. Gibt an, dass ein benutzerdefiniertes Debugging-Tool verwendet wird, anstatt eines Standard-Debuggers. Definiert den Open-on-Chip-Debugger als Debug-Server, der die Verbindung zum Mikrocontroller herstellt. Gibt die Konfigurationsdatei für den FT232H-Chip an, der als JTAG-Debugger fungiert. Verwendet die Konfigurationsdatei für das Board ESP-Room32, um die spezifischen Hardware-Parameter zu laden. Legt die JTAG-Taktgeschwindigkeit auf 2 kHz fest, um eine zuverlässige Verbindung herzustellen. Optional setzt einen temporären Breakpoint, der nur einmalig beim Eintritt in die Setup-Funktion ausgelöst wird und danach automatisch entfernt wird. Alle Änderungen und Dateien speichern. Noch eine kurze Erklärung zu den Icons hier auf der Taskleiste. Öffnet die Plattform.io Home-Oberfläche, in der du Projekte verwalten, neue Projekte erstellen oder auf Dokumentation zugreifen kannst. Führt den Build-Task aus, kompiliert den Code und erstellt die Binärdateien für dein Projekt. Lädt die kompilierten Binärdateien auf das angeschlossene Gerät hoch. Löscht alle kompilierte Dateien. Öffnet das Chemielabor. Öffnet den seriellen Monitor, um serielle Ausgaben deines Programmes in Echtzeit anzuzeigen. Öffnet ein neues Terminal-Fenster. Hier kannst du zwischen unterschiedlichen Entwicklungsumgebungen oder Projektordner wechseln. Achte immer darauf, dass du das richtige Projekt ausgewählt hast.
Hier kannst du den COM-Port für den Upload und den seriellen Monitor einstellen. Links im Projektfenster im Ordner SRC befindet sich unser Arduino-Code. Plattform.io hat hier für uns bereits ein paar Codezeilen generiert, die wir zum Testen des Debuggers verwenden können. Öffne die main.cpp-Datei und setze einen Breakpoint hier unten beim Return. Klicke unten auf den Pfeil, um den Code zu kompilieren und zu übertragen. Um den Debugging-Prozess zu starten, klicke links auf das Run-Debug-Symbol und wähle hier oben im Dropdown-Menü die erste Debug-Methode aus. Drücke F5 oder den grünen Run-Button, um den Debug-Prozess zu starten. Im Terminal-Fenster unter Debug Console siehst du die Log-Informationen des Debuggers. Der Vorgang dauert einige Sekunden und sofern alles geklappt hat, stoppt das Programm bei unserem gesetzten Haltepunkt. Links findest du die Prozessvariablen, unterteilt in lokal, global und statisch, die auch zur Laufzeit bearbeitet werden können. Im Fenster Watch kannst du Variablen oder Ausdrücke hinzufügen, die du überwachen möchtest. Weiter unten hast du noch weitere Prozessinformationen, CPU, Register, Stack, Speicher etc. Hier noch ein Tipp. Wenn du die Schritte Kompilieren, Hochladen und Debugging automatisch ausführen möchtest, dann ändere hier im Launch.json den Wert auf Upload. Wenn du nun im Source Code etwas änderst und den Debugger hier startest, werden alle Schritte automatisch ausgeführt. Die Settings für den Debugger findest du auf meiner GitHub-Page unter Braindump 8. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne liken und folge mir für weitere Braindumps.